bin hier mit kleinem Geschenk, kleiner Blume auf dem Weg zu dem Ben Jerry's Event, nämlich zu der Scoop Shop Eröffnung. Ich bin super gespannt. Sie haben ja eine Sondersorte für Berlin angekündigt. Außerdem hoffe ich, dass es Baked Alaska gibt und ja, ich bin einfach super gespannt, was es dort alles gibt, wer kommt. Ich habe nämlich echt keine Ahnung und ich bin super dankbar, dass ich eingeladen wurde. Wie gesagt, ich habe ein kleines Blümchen als Dankeschön mitgebracht und ich will einfach wissen, was diese Sondersorte ist und vor allem will ich Baked Alaska probieren. Darauf freue ich mich jetzt schon seit ich weiß, dass es die im Scoop Shop geben wird. Also ich nehme euch hier mit ein bisschen und dann gibt es natürlich auch Eistests. So, ich bin da, aber ich bin ein bisschen zu früh. So, jetzt bin ich da und die Sorten, die es gibt, das sind diese hier. Ich gehe einfach alle mal kurz durch. Home Sweet Honeycomb, Cherry Garcia, Vanilla, Phish Food, Caramel Choo-Choo, Baked Alaska, da ist es. Da ist es. Ich sehe schon die kleinen Schokostückchen, ich freue mich so. Strawberry Cheesecake, Mint Chocolate Chunk, hatte ich auch noch nie von Ben Jerry's. Cookie Dough natürlich, Bob Marley's One Love, Double Caramel Brownie, Chocolate Fudge Brownie, Vanilla Pecan Blondie und Peanut Butter Cup und natürlich das vegane Chocolate Fudge Brownie. Ihr wisst, wie sehr ich es liebe. Aber auch in kein Peanut Butter Cookies, also da bin ich sehr gespannt. So sieht's aus. Hier gibt es auch vegane Schokolade für einen Cherry Chocolate Drink. Dann gibt es hier Granola im Glas, sieht auch mega süß aus. Handpacked Heinz, man darf bis zu 4 verschiedene Geschmacksrichtungen reinmachen, wie es aussieht. Und da ist nochmal die Tafel mit allem. 1 Scoop kostet 2,20, was im Vergleich zu den Preisen in den USA echt super ist, muss ich sagen. Und 3 Scoops war das voll. Ich sehe jetzt noch kein Prepacked Heinz für 6,99, finde ich auch super fair. Handpacked Heinz für 6 Euro noch fairer, das ist ja richtig günstig. Okay, ich werde hier, glaube ich, dezent oft shoppen gehen. Es gibt auch Kaffee und auch Americano, also ich bin echt überrascht über die Preise. Das ist super reasonable, also total in Ordnung. Und ja, Sundaes gibt es Witches mit Cake, Brownie oder Cookie als Basis, so wie ich es verstanden habe. Und dann kannst du die Basis irgendwie noch selbst auswählen, also richtig krass. Brownie wäre richtig heftig, crazy. Aber ich sehe noch keinen, nee, ich glaube, sie haben nicht den, aber da ist irgendwas ist da noch versteckt, ich sehe das. Vielleicht ist das dann die Sondersorte, ich werde es euch nachher zeigen. Ja, und natürlich gibt es auch Ice Cream Cakes hier. Was heißt natürlich? Habe ich gar nicht mit gerechnet tatsächlich in Deutschland. Also das würde ich mir dann mal zum Geburtstag wünschen, so als kleiner Hit, falls das jemand schaut. Da sind Brownies und Blondies und da ist die krasse Kaffeemaschine. Das ist auch, wow, sieht aus wie ein Pecan-Kuchen. Walnuss oder so. Cookies. Ja, Peace, Love and Ice. Finde ich auch schön, dass sie das verdeutscht haben. Ja, hier ist ein bisschen so Merch. Da sieht man das coole T-Shirt, dieses schönen Tumbler. T-Shirts gibt es auch, sogar Berlin Special. Und das ist diese neue Kollektion hier, von der ich schon kurz erzählt hatte. Das ist ja mit einem holländischen Startup zusammen, Makers Unite, haben die quasi vermischt. Nicht vermischt, haben die sie kooperiert. Oh Gott, ich bin auch gerade einfach aufgeregt. Ja, ich drehe mich mal kurz, weil hier ist Cola und Bier gibt es hier. Verschiedene. Und hier gibt es die Prepacked Heinz. Ich sehe Blondie Brownie, Karamell Sutra, Chocolate Fudge Brownie vegan, Cookie Dough, Chocolate Fudge Brownie normal, Half Baked natürlich und Peanut Butter Cookies. Also wir haben hier nicht alle Sorten auf jeden Fall, aber einige. Der Laden ist richtig schön, das muss ich mal sagen. So, diesen Moment muss ich festhalten, weil das ist mein erster Löffel Baked Alaska. Und da ist auf jeden Fall, glaube ich, auch so ein kleiner Polarbär drauf. Ich bin richtig gespannt. Ich probiere es jetzt einfach mal. Schon mal überzeugt, aber hallo. Wow, ich freue mich auf den Tint.
feel free, fühlt euch hier wohl. Das ist nämlich genau der Ort dafür. Ja, herzlich willkommen, ich bin Aminata Belli und ich freue mich wahnsinnig, heute hier zu sein, weil ich der Sound, das ist ein Special Effekt. Das gehört dazu. Ich freue mich sehr, hier zu sein, nicht nur, weil ich ein großer Ben & Jerry's Fan bin, schon immer tatsächlich. Ich bin auch mit Eiscreme aufgewachsen, das ist mir heute erst aufgefallen. Meine Mutter ist Eiscremeverkäuferin und ich bin quasi zwischen Eismaschinen aufgewachsen. Und ich bin ganz, ganz begeistert über das soziale Engagement, das Ben & Jerry's macht seit Jahren, was anscheinend auch viele gar nicht wissen, aber das werdet ihr heute im Laufe des Abends noch erfahren. Und auch, warum das hier nicht nur irgendwie ein stinknormales Café ist, genauso wie Ben & Jerry's nicht eine stinknormale Eiscreme ein Unternehmen ist, sondern auch alles anderes ganz besonders. Wir haben heute eine Limited Edition, die es nur hier gibt. Da hinten ist schon so, hinter diesem Pergamentpapier, da steht drauf, was es ist. Ihr wisst es noch nicht, ich weiß es schon. Es ist was ganz Tolles, aber wir müssen ein bisschen hier bleiben, um es dann selbst auszuprobieren. Wir werden heute erfahren, wie Ben & Jerry's sich sozial interessiert. Und wir haben tatsächlich Ben von Ben & Jerry's heute hier. Hallo Svante! Hallo! Ich freue mich mega hier zu sein. Das war so eine lange Reise. Wir haben echt 1,5 Jahre gescoutet, an diesem Laden gearbeitet und ich kann es kaum glauben, dass wir heute mit euch allen da sind. Bevor es losgeht, will ich aber erstmal ein riesengroßes Dankeschön loswerden an das Team da hinten. Sarah ist auch irgendwo unsere fabelhafte Store-Managerin da hinten. Die haben echt in den letzten Tagen bei einer Apfelhitze hier den Laden hingeholt. Also erstmal ein riesengroßes Dankeschön. Genau, und wieso sind wir hier und wieso ist es so besonders? Ja, zum einen, und ich denke mal, das vereint uns wahrscheinlich alle. Wir haben alle Bock auf richtig gutes Eis und ich würde mal behaupten, wir machen richtig gutes Eis. Und von diesem guten Eis gibt es auch hier im Store jede Menge. Das heißt, wir haben viele Fans, die uns immer wieder fragen, Leute, wir brauchen irgendwie mehr Flavors, die es nicht im Regal gibt, und das haben wir hier. Das heißt, hier gibt es 8 Flavors, die es sonst nicht zu kaufen gibt. Das ist toll. Dann gibt es jede Menge Shakes, Sundaes und natürlich heute auch eine mega Überraschung. Also, richtig leckeres Eis. Sehr leckeres Eis, das freut mich drauf. Ich habe natürlich schon aber ich habe ja schon gesagt, es ist nicht nur ein stinknormales Café, also sowieso, weil es nicht stinknormal ist, aber es ist nochmal extra, denn ihr habt hier noch extra Raum quasi. Genau, das heißt, wir kehren ja heute so ein bisschen zu unseren Ursprüngen zurück. Wie einige von euch wissen, ist ja Ben & Jerry's in einer alten Tankstelle gegründet worden, wo es dann auch wirklich Eis aus der Waffel und in der Kugel gab. Und jetzt kehren wir mit diesem Store quasi zu unseren Ursprüngen zurück, aber das ist nicht alles. Also es ist nicht einfach nur die Eis in der Waffel, die Ben & Jerry's besonders gemacht hat, sondern eben auch die Social Mission, auf die wir ganz besonders stolz sind. Und deshalb haben wir uns schon überlegt, als wir den Store geplant haben, dass wir eben auch der Social Mission hier einen Platz geben wollten. Das heißt, wir haben jetzt hier hinten, den könnt ihr euch auch gerne ankommen, einen Raum, wo wir mit unseren NGOs zusammenarbeiten wollen. Wir haben zum Beispiel Amadeo Antonio Stiftung hier, mit der wir Anti-Hate Speech Workshops machen. Wir haben unsere NGO Start with a Friend da. Das heißt, in jedem Café werden sich Newcomer mit Lokalen treffen, um eben Tandempartnerschaften zu gründen. Aber zum Beispiel haben wir auch das Human Rights Festival hier und Give Something Back to Berlin, also viele andere NGOs, wo wir hoffen, dass wir mit dem Laden einfach ein bisschen was zurückgeben können und die Welt einfach ein bisschen netter, ein bisschen bunter und ein bisschen offener werden lassen. Ich soll dein Mikrofon legen. Oh, ist viel lauter, ne? Hört ihr mich jetzt besser? Ihr habt mich an dem schon gehört? Super. Ja, ich freue mich sehr. Es ist wirklich sehr spannend, was Ben & Jerry's alles macht. Ich bin ja jetzt irgendwie schon den ganzen Tag hier, war ja vorher schon voll der Fan und wusste auch, dass ihr euch sozial engagiert, aber muss wirklich sagen, dass ich das Ganze nochmal auf einem ganz anderen Level heute verstanden habe und wirklich beeindruckt bin von der Arbeit. Unter anderem auch von der Arbeit, die ihr mit Makers Unite macht. Es ist ja gerade noch Fashion Week.
Deshalb reden wir jetzt auch nochmal über Fashion. Ihr habt vielleicht auch schon mein wunderschönes Shirt gesehen. Sieht nicht aus wie eine kleine Eiskugel. Wir haben ja auch ein paar Leute, die das auch tragen. Denn das ist nicht nur irgendein Shirt, es hat wirklich eine ganz tolle Qualität. Ich will jetzt nicht extra Werbung machen, muss es aber echt sagen, weil man merkt es, wenn man es anzieht und denkt, krass. Und da würde ich doch Tami nochmal auf die Bühne bitten, von Makers Unite aus Amsterdam. Deshalb switchen wir mal kurz zu Holländisch. Hi. Hello. No, I speak English, I don't speak Dutch. Tami, nice to have you here tonight. Please tell us about Makers Unite and what you do with Makers Unite. Good evening, everybody. Thanks for the only word in German I know today is gezellig. I hope. Makers Unite is a social enterprise based in Amsterdam that provides employment opportunities for newcomers with a refugee background by making sustainable products together. So based there, we give talent development programs for newcomers to regain dignity through creativity and get into the labor market, but most of all, to regain trust in themselves and to be able to connect with people like us. And how do you work with Ben & Jerry's? Well, I also love ice cream. Same as Ben & Jerry's, Makers Unite is a company that starts first with a social purpose. So we believe that through making good products, we're able to achieve change. So we're connected to Anna Sanguine from Ben & Jerry's to develop a special collection, a very limited edition of items that are handmade in Amsterdam, but they represent the values and the brand of Ben & Jerry's. But most of all, they represent the social belief of Ben & Jerry's of creating justice. So by making this collection together, we are allowing newcomers today in Amsterdam, in the future, hopefully all over Europe and in the Middle East, to get a job opportunity and to get exposure for the careers to be connected to the market. Thank you. Also, habt ihr verstanden, ne? Diese Shirts werden von Newcomern, oder bei Ben & Jerry's nennt man geflüchtete Newcomer, falls ihr es nicht wusstet, die das quasi genäht haben. So the name of the collection is Meet Me Halfway. What does that mean? So, first of all, big applause for the team of Makers Unite. So we have the team of the Amsterdam to tell you a very special story. The story is newcomers that come all the way from the Middle East to here to start to reveal their careers. They have to face a lot of challenges. And they're trying to learn the language, they're trying to learn the culture, they're trying to learn how to step their feet over here. But still, society tends to see newcomers as just refugees. So the name of this collection is called Meet Me Halfway. So let's go halfway and try to understand the other perspective. Try to understand how newcomers can contribute to our society. And as fun as it is, this melting sign is also connected to the melting barriers goal of Ben & Jerry's, for sharing a more inclusive society for us all. Thank you very much for being here. Also eine very special collection, aber wir haben noch was hier, was heute very special ist. Ich habe es gerade schon ein bisschen angeteased. Der Limited Special Edition, Limited Special Flavor. Ich sag mal nicht, wie der jetzt heißt. Erzähl mal erstmal, wie es überhaupt dazu gekommen ist oder was hat es überhaupt damit auf sich. Ja, super gerne. Also ich habe ja schon mal gesagt, wir waren hier 1,5 Jahre am Wursteln, um diesen tollen Laden hinzukriegen. Und wir haben bei uns bei Ben & Jerry's sogenannte Flavor-Gurus. Das sind Jungs und Mädels, die nichts anderes machen, als sich tolle neue Flavors auszudenken. Naja, und die waren auch hier in Berlin und sind hier in Berlin rumgewandert und waren beeindruckt von der innovativen, von der kulturell vielfältigen Küche hier in Berlin. Und deshalb dachten wir, na, da müssen wir noch ein bisschen was machen. Naja, und so haben wir uns überlegt, dass es heute Abend für euch exklusiv ist, eine Weltpremiere heute. Für euch gibt es ein ganz besonderes Aussehen. Jetzt spitzt mal die Ohren, was es gibt. Ich muss es ablesen, weil da ist so viel drin. Geht gleich los. Also, erstmal wir können mitraten, was es wohl ist. Die Auflösung kommt wahrscheinlich erst am Schluss. Erstmal gibt es eine frisch gebackene Waffel. Hier backen wir übrigens alle Waffeln immer frisch. Dann gibt es eine Eiscreme eurer Wahl, wie gesagt, mindestens 8 Flavors, die ihr sonst nirgendwo anders kaufen könnt. Dann gibt es Gelee-Zwiebeln.
Erdbeertomaten, Kokosnuss-Eisbergsalat, weiße Tzatziki-Schokoladensoße, scharfe Himbeersoße und zum Letzt Schokoladendönerfleisch. Ich präsentiere ganz stolz den Schöner Döner, den es heute exklusiv für euch hier gibt. Da ist er, der Schöner Döner. Einmal hier Hände hoch, wer würde den Schöner Döner essen? Wunderbar, dann werde ich ganz viele Schöner Döner gleich sehen. Achtet darauf, es ist wie ein richtiger Döner. Man wird sich dabei sehr wahrscheinlich ein bisschen einfleckern. Habe ich gehört, ich weiß ja noch nicht. Ich freue mich gleich schon erstmal auf den Döner. Übrigens, ihr hört mir nicht mehr zu, weil ihr den Döner haben wollt. Aber Fun Fact, ich möchte euch mal kurz einen Fun Fact erzählen, weil ich das total witzig fand. Also ich esse immer Cookie Dough. Langweilig total, aber so für die meisten Leute, weil das ist die beliebteste Marke schon immer irgendwie. Und wisst ihr, wer den Cookie Dough erfunden hat? Einfach ein Gast. So total krass, oder nicht? Da hat ein fremder Mensch sich das überlegt und jetzt ist das die meistverkaufte Sorte. Das heißt, falls ihr irgendwie eine ganz grandiose Idee habt und ihr wollt, dass euer Eis das nächste bestverkaufte Eis wird, dann sagt Berlin euch Bescheid. Vielleicht wird ihr den nächsten Cookie Dough. So. Und wir haben jetzt hier nicht nur einen ganz besonderen Tag und ein ganz besonderes Café, sondern natürlich auch einen ganz besonderen DJ. Ihr kennt ihn vielleicht. Er ist halt ein bisschen versteckt. Das ist der gute Laune-DJ. Der DJ der guten Laune. Es gibt so ein Video, ihr müsst es unbedingt nachher alle checken. Es gibt ein Video, er geht viral mit 5 Millionen Klicks auf YouTube. Und das ist der gute Laune. Ausreichend noch was Wichtiges und Infos. Ihr müsst natürlich jetzt den Schöner Döner probieren, das kann ich verstehen. Aber um 8 Uhr nee, ist ein Döner. Oder 8, ne? Also nicht absitzen, sondern da bleiben, wo man wiederkommt und erstmal viel Spaß. Ja. Ich habe einen Affogato, Leute, mit dem veganen Chocolate Fudge Brownie. Yeah, so we just met. Very happy to have you here. We just have one I told her that she reminds me of a mushroom. Yeah, he told me about a mushroom, a psychedelic mushroom called Amanita. That's me. That's her. Very psychedelic. Thank you very much for having you. You can sit down. You've been standing a lot. It's a long day. Oh, yeah. What have you been doing today? I was walking around and riding around. I rented one of those electric bikes, the jump electric bikes. That was fun. Boy, you feel really powerful when you put your foot on the pedal. And I tried to rent a Mo bike, but I couldn't get the right app to work. And I went to that crazy old amusement park, and it's now a really weird park. Yeah, I told him about, you know the spray park? I told him about the backstory of the guy. Yeah. First of all, Ben, I want to thank you, like personally, for the cookie dough thing, because I read the story that you wanted to have big chunks in ice cream, but Jerry wanted to have little small bites in it. Yeah, well, you know, I was eating the ice cream and Jerry was making the ice cream. It's a lot easier to make ice cream with little chunks than it is with big chunks, which is why probably, you know, ice cream companies before us didn't really put in big chunks. It's hard. So yeah, I won. I won. It was really our only major business conflict was about the size of the chunk. Really? Yeah. Until today? Until today, yeah, absolutely. Sure. How did you meet? Jerry and I were, we met in junior high school gym class. We were the two slowest, fattest kids in the class. And, you know, when you're running around the track and you're half a lap behind everyone else and there's a guy there beside you, you make friends. And how did you get the idea of making ice cream? Our original idea was to start a restaurant, and we had one friend who knew something about business and said, whatever you do, don't try to start a restaurant.
you know, the food's always going bad, and there's too many products on the menu, and you know, you have to stay open all hours, whatever. He said if you have to do a food product, then you know the only thing we really enjoy doing together is eating, so it had to be food. And he said if it had to be a food product, do a very limited menu. That's how we came out of ice cream. Good idea. Yeah, it worked out. So I think you wanted to name the company Josephine's Frying Machine. But Jerry wasn't. What is that name? What does that mean? Why did you want to name it like Josephine's Frying Machine. Well, who is Josephine? When I was still, you know, before I was born, but when I was still kind of hanging out in my mother's, you know, stomach womb, she used to sing, and the song she would sing would be Josephine's Frying Machine. Come, Josephine, in my flying machine, and go, we go, up, we go, round, you know, something like that. Josephine's Flying Machine, I don't know, it came into my head, and I had to come up with a name, and it was Jerry who, you know, in a stroke of genius, said, no, we should call it Ben and Jerry's. I mean, we talked about Jerry and Ben's, but, you know, we decided that Ben and Jerry's sounds better, having the word in an E sound is a brighter, happier kind of thing. So because of that, we made him the president. So now you're happy with the decision, Ben and Jerry's, not just a flying machine. Yeah, much better decision. And what is your? I mean, my favorite flavor is cookie dough, which makes me very sad, kind of, because I want to try more, but I always eat cookie dough. Well, you know, on a night like tonight, when the ice cream is free, it's a good time to try other flavors on me. What is your favorite flavor, if you have it? Well, you know, that's kind of newsworthy because, you know, like for, I don't know, 18 or 20 years, my favorite flavor was cherry Garcia. And then I dabbled around a bit with salted caramel core. And now I've settled on Chubby Hubby, which is chocolate-covered, peanut butter-filled pretzels in vanilla malt ice cream with peanut butter swirl. Sounds amazing. Yeah. So you're not just doing amazing ice cream we're all happy about to have, really, but you also do a lot of great social activist work for like 40 years now. So could you, you're longer than that, in the US and also in Germany, tell us a little bit about your work. I think as the business, as the business started becoming larger, Jerry and I were no longer ice cream men. We were no longer spending our time making ice cream and scooping ice cream to, pretty much people that we knew on the other side of the counter. But, we were spending our time hiring people, firing people, writing memos, working with accountants and lawyers, and it wasn't really our idea of a good time. And as things continued, we felt like we were really becoming just another part of the economic machine that tends to exploit a lot of people. Workers get exploited, the community gets exploited, the environment gets exploited, and we felt like we don't really want to be part of that. And we thought of selling the business. And I ran into an older man who was kind of an eccentric restaurateur that I had gotten to know. He was a customer on my route. I was driving the truck delivering to restaurants. And
I told him, and he said, Ben, how could you possibly do that? The business is your baby, it's just starting to take off, it has so much potential. And I said, but Maurice, you know what business does, it exploits this, takes advantage of that, whatever. He said, Ben, you know, if you don't like what business does, why don't you just change it? And that hadn't really occurred to me before, and I decided that, you know, let's conduct an experiment and see if it's possible that, you know, that business is really kind of a neutral tool, like a hammer, and you can either use it to destroy things, or you can use it to repair things. And we decided to see if that was possible. And, you know, we thought the odds were we were going to fail. And it turns out that it is possible. It turns out that, you know, we have this idea, at least in my country, that, you know, there's the non-profit social service advocacy sector on one side, and then 180 degrees on the other side is business, for-profit business. And, you know, we never combined the two. And we decided, you know, we found that that's really just a mindset, and that you can combine the two, and that, you know, the reality is that I think human beings are at their most powerful when they are organized as a business and when they have resources, which is what business has. And I think by harnessing that tool, that organized human energy plus money, which equals power, if you harness that tool for social benefit, there's, you know, there's kind of an unlimited number of things that can be done. We can just integrate a concern for the benefit of the community into as many of our day-to-day business decisions as possible. Sure enough, it is possible. Understand that, because I think lots of people do have the power of doing something, but they just don't do it, or they do it wrong. So that's why I think it's so amazing, and everything, like everyone is like, it's great what you're doing, it's awesome, but like we should all just have a little bit of view on this mindset. What I wanted to ask you was, what is the most important thing you have learned from your time doing this? But I just thought, what I have learned now from talking to you or listening, is basically, or for everyone, if you don't like something, you can change it. And that's like the easiest thing, but most of us don't do it. Well, I think, you know, particularly, you know, when you're confronted with injustice, you have three choices. You can ignore it, you can complain about it, or you can do something about it. You know, different people find their happiness in different ways. You know, for me, I'm happiest when I'm doing something about it. I find a tremendous amount of fulfillment and joy in working on solving social problems as opposed to sitting across from a person. I've always been very goal and purpose directed. Thank you very much for that. Thank you for your work, and thank you for working with other people that do have the same mindset as you or me. I do have that mindset, even though I don't. So I know you've been here more than just today. You talk to people you're working with. Today and the day before, I think. My third day here. Yeah. And you did talk to some people right over there. I talked to that guy. Yeah. Talk to him. So, yeah, I would start with who wants to start? Miriam or Joshua? We can switch to German now. We want to switch to German then. Yeah. I think you don't understand it, but it's great because I can just zone out. You did talk to them, so Yeah. They know the same ones. okay. So first of all, big applause for Ben. Thank you for being here. Super. So, jetzt erstmal ein großer Applaus und jetzt als erstes direkt mal einen großen Applaus für Simon und Joshua.
wir freuen uns, dass heute kam die Nachricht raus, glaube ich, gestern gab es raus, dass Frau Waffles freigelassen wurde und die Menschen gemerkt haben, das ist, also ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich werde ja mal wütend. Ich finde es also erstaunlich, was er macht, aber bevor ich mich hier schief rede, erzähl doch erstmal, was du machst, falls es hier tatsächlich Leute gibt, die das nicht wissen. Ja, also ich bin von COHEN, ist ein NGO. Wir betreiben ein Schiff und 2 Flugzeuge. Wir retten Menschen im Mittelmeer, die auf der Flucht sind. 37.000 Menschen haben wir mit unseren Schiffen, die wir in den Jahren betrieben haben. Erreicht letzte Woche, wo Frau Rakete quasi festgenommen worden ist und jetzt gestern Gott sei Dank freigelassen worden ist. Die Ermittlungen sind noch nicht vorbei, also das geht weiter, aber wir sind erstmal froh, dass wir sie außer Landes schaffen können erstmal und hoffen, dass wir quasi auch den Gerichtsprozess jetzt die nächsten Tage gewinnen werden. Ja, das ist so, was gerade bei uns los ist. Ja, das. Super, ich finde es so toll. Wir retten Menschen, ihr rettet Menschen und es ist so toll, dass ihr das macht. Ich finde es ganz toll, dass du heute da bist. Und du bist ja auch hier, weil ihr mit Ben & Jerry's zusammenarbeitet. Erzähl uns doch auch mal, wie ihr mit Ben & Jerry's zusammenarbeitet oder woran ihr gerade arbeitet. Genau, also mit Ben & Jerry's arbeiten wir in einer Kampagne und zwar, es gibt ja die ganz vielen tollen sicheren Häfen in Deutschland, also über 60 Städte haben sich bereit erklärt, Menschen aufzunehmen, die wir retten. Und aktuell scheitert das so ein bisschen daran, dass halt quasi die gar nicht die Möglichkeit haben, das einfach so zu tun. Und das wollen wir ändern mit einer Initiative, indem wir die Bundesregierung überzeugen, auch ein bisschen was zu ändern und dass quasi da die Städte und Kommunen, die aufnahmewillig sind, auch diese Aufnahme durchführen können und quasi wir auch dann weniger Probleme haben, vielleicht in Italien anzulanden, weil wir die Leute dann einfach dahin bekommen, wo sie auch gewünscht und gewollt sind. Das ist so die Idee. Und ich bin sehr dankbar für Ben & Jerry's, dass sie uns hier unterstützen auf jeden Fall. Und dieses Café hier ist ja auch als so, ja, Community Hub gedacht. Gibt es auch was ihr hier am Café vor Ort macht? Also wir werden hier bestimmt einfach mal ein paar Treffen abhalten mit Leuten. Wir werden hier den Raum gerne mal nutzen, um uns mal zusammenzusetzen, leckeres Eis zu essen, Kaffee zu trinken und Freunde zu treffen, Netzwerke zu treffen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit den tollen Seebrückenleuten, die auch hier in Berlin super Arbeit machen, hier am Samstag auf die Straße gehen, auch für uns. Also wer Zeit hat, kommt auch dahin. Und ja, wir werden diese Orte noch feiern. Das war's schon von uns. Wir sind hier ja noch den ganzen Abend, aber jetzt ist Miriam auch noch da. Von Start with a Friend. Start with a Friend. Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Wir haben uns auch schon vorhin kennengelernt. Ich bin ganz begeistert über die Arbeit, die ihr leistet. Erzähl uns doch auch nochmal, nicht nochmal, ihr wisst es ja vielleicht noch nicht, was ihr macht. Gern. Also wir sind auch eine NGO und wie der Name schon sagt, Start with a Friend geht es bei uns um Freundschaft. Wir bringen Menschen, die neu in Deutschland starten, also Menschen, die ihre Heimat aufgrund von Flucht zum Beispiel verlassen mussten, und Locals, das meint Menschen, die schon länger hier in Deutschland leben, in Tandempartnerschaften zusammen. Und ja, wir wissen alle, wie wichtig Freundschaft für uns ist und insbesondere dann, wenn wir irgendwo neu starten und ja, niemanden kennen, die Sprache noch lernen müssen, etwas über die Kultur und die Systeme erfahren wollen, eben dann ist Freundschaft total wichtig. Deswegen sagen wir, es geht zum einen darum, eben Newcomer zu unterstützen, hier gut anzukommen, und andererseits aber auch, das ist uns sehr, sehr wichtig, dass wir immer sagen, es geht um Freundschaft auf Augenhöhe. Wir lernen also voneinander. Es geht nicht darum, dass es irgendwie eine einseitige Unterstützung ist, sondern wirklich das gemeinsame Lernen. Und was wir in unseren Tandems und auch unseren ganzen Communities gelernt haben, also wir sind in 20 Städten mit inzwischen über 6.000 Tandems, und genau in diesen Städten wird eben ganz, ganz viel gemeinsam unternommen. Es entstehen große Freundeskreise, und da haben wir eben gelernt, dass ja, Dialog und Austausch das beste Rezept sind gegen Vorurteile, gegen Ausgrenzung und für ein gutes Miteinander. Gibt es eigentlich mit Ben & Jerry's? Erzähl uns doch was, oder wie ihr mit Ben & Jerry's zusammenarbeitet. Genau, also vorab unsere größte Herausforderung im Moment ist es, Menschen zu begeistern, sich eben anzumelden, also von Seiten der Locals. Und einfach weil sich da viel verändert hat, im gesellschaftlichen Klima wird es eben immer schwieriger. Und weil Ben & Jerry's unsere guten Freunde inzwischen geworden sind, unterstützen sie uns dabei, eben Menschen zu inspirieren, mitzumachen.
Und das haben wir in den letzten 1,5 Jahren schon mit ganz tollen gemeinsamen Aktionen und einer großen Online-Kampagne und verschiedenen Auftritten gemeinsam einfach schon gut umsetzen können. Und wir haben fast 2000 Tandems gemeinsam quasi matchen können. Wow. Ich glaube darum, durch Ben & Jerry's quasi noch mehr Locals zu finden, die Lust haben auf local zu sein, und man ist ja local, aber sich einzusetzen. Also falls hier irgendwer jetzt sagt, ich finde das total cool, was ihr macht, ne? Wir sind jetzt gerade hier, sagt Bescheid, ihr nutzt die Chance und seid ja hier, ne? Will ich noch mal kurz sagen. Was macht ihr denn hier im Café? Wir haben die tolle Möglichkeit, hier so unsere Homebase einzurichten. Das heißt, wenn man sich bei uns zum Infoabend anmelden möchte, dann kann man hierher kommen. Jede zweite Woche findet hier was statt und man kann sich dann hier informieren. Und hier werden auch verschiedene Community-Events von uns stattfinden, kleine Konzerte, und die Tandems können einfach immer zum Eisessen kommen. Großartig. Ja, vielen Dank. Noch Annetta und Lilly. Lilly kann noch mitkommen, oder nicht? Ja. Lilly will unbedingt dabei sein, also ich finde, dann soll Lilly auch dabei sein. Großen Applaus! Annetta von der Amadeo-Antonio-Stiftung, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Ich finde, immer wenn ich lese, warum die Stiftung gegründet wurde, kriege ich so einen Anfall von, ich denke mal, ich muss heulen, aber ich glaube, weil ich einfach da betroffen bin. Erzähl uns mal, was ihr macht und warum. Ja, also vielleicht soll ich mal erzählen, wer Amadeo Antonio war. Ja? Also es gibt ja Leute, die heute behaupten, Rechtsextremismus, Neonazis oder Rechtspopulismus heißt es ja neuerdings, das gibt es erst seit 2015, ja, weil da Flüchtlinge gekommen sind. Also höre ich ernsthaft. Aber ich kann sagen, das stimmt nicht, weil 1990 im November, kurz nach der Vereinigung, wurde in Eberswalde ein junger angolanischer Arbeiter umgebracht von Nazis. Der wurde durch die Stadt gejagt und dann von denen erschlagen. Und das war ein so schlimmes Ereignis und leider folgten dem dann weitere 195 weitere Todesopfer. Und weil es immer so weiterging und wir dann irgendwann dachten, wir müssen eine Organisation schaffen, die sowohl Öffentlichkeit herstellen kann, als auch unterstützen kann, Leute, die vor Ort was gegen diesen Mist machen, haben wir die Stiftung gegründet und haben sie dann nach Amadeo Antonio benannt. Und wir haben auch Kontakt zu seiner Familie, auch zu seinem Sohn, der auch Amadeo Antonio heißt. Und fördern seitdem unzählige Projekte, die sich gegen Rassismus und Rechtsextremismus engagieren. Und darüber sind wir sehr froh. Und in dem Zusammenhang haben wir auch Tim kennengelernt. Wo ist er? Tim. Der tauchte vor 3,5 Jahren oder sowas bei uns auf und sagte, er findet es irgendwie cool, was wir machen, dass wir so gegen Rassismus arbeiten und so. Und da dachte ich, naja, abgesehen, dass ich ein großer Fan von Ben & Jerry's bin, weil es ist sehr lecker und koscher, beides zusammen ist selten, habe ich gedacht, naja Gott, also es kamen immer mal junge Herren, die irgendwie sagten, oh. Okay, so now I speak English. He made these bowls and I actually just got one. That's so nice. So you will see that in my next videos, definitely. When did you start doing the bowls? Came up with the idea? 1.5 months, 2 months ago. Oh, that's like hard. We started producing, but actually, yeah, the idea started maybe before, like almost 3 months. We start discussion, we start, working together on the design to see how it's fit with the cherry and all the theme here. But also like it's one production with the t-shirt and everything. Yeah. Should be everything is put together. But the real production is like when we have like, okay, that is it. And we have the final proposal, it's almost 1.5 months. Yeah. So that's when you got in contact with Ben & Jerry's too, or was that before? No, 1.5 months we start like, this is creating, design, like, yeah. Okay, now let's go to production line. Production. Yeah, and
for that we work on the design to see like at the same time when we work with Makers Unite like we are a team, everyone work on something, should be everything together, like also the t-shirts and everything, and it's not good to be like everyone from a bag, like should be everyone, like everything from one bag in one tema. Yeah, for that we start working on this thing, and I work for many proposals different than this one. Before I met Ben and Jerry, like before I met one and Jerry, and then after I took more ideas like about the ideas about how they work and what is it. Also it's coming should be like something more connected to them, like to the really like cook, which is from carton, which usually we eat ice cream from carton. And it has the look of... Yeah, which is actually, usually it's flat, but after we finish eating it, it's coming not flat, because it's from carton and it's soft. We like, it's smashed in our hand. It crumbles. Yeah, and for that, and also our life is not, there is no perfection in the life. That's for true. that, we try to make, it's not like flat, it's like it's handmade. Yeah, you can see it's handmade. And also when we like dip it to make the glaze, also we try to have this feeling of handmade. Not like as production line, which is everyone should be in the same centimeter. We try to put our also feeling by everyone. Actually, every bowl is unique. Because we make a small edition, we don't make it like for a factory or like make it for one, not for both. We try to make it like from our also soul, like how we feel now. I feel this one need to be more half color, this one less, like this one less here. Everyone is individual. Definitely. And there is also time to working to have the color, because working with the glaze to have this result of color, it's not easy. What is the future? But the good thing that we make our hands dirty, like we work, we do something. Like what my feeling is, there is one who is live here, originally from here, will eat from the bowl that is people do it not from here. They are newcomers, but they are human. They are here. Should also have a life. Our is my life. And actually, the nice thing also. Guys, buy it. Really, Leute, kauft es. Die sind so schön. Schaut mal. Ihr werdet sie dann noch sehen. Ich finde sie echt richtig schön. Just had to do that in German for them. For this. Cool.